Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Drohnen-Podcast-Serie Die vielschichtige Herausforderung der Drohnenabwehr. Wir werden uns heute mit den Themen Technologie, technologische Weiterentwicklungen, Chancen und Gefahren befassen. Heute als Experten haben wir Herrn Dr. Siegwart von der ETH bei uns. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Gerne. Wo sehen Sie die wichtigste historische Entwicklung der modernen Drohnentechnologie? Meine Drohnen, speziell militärische Drohnen, gibt es ja eigentlich relativ lange schon. Und ich glaube, das Wichtigste ist zuerst mal, dass die Drohnen wissen, wo sie sind. Und das wurde dann plötzlich möglich, eigentlich speziell durch die GPS-Information, dass sie jederzeit auf der Welt wissen, wo sie sind. Das hat dann einen Boost gegeben. Jetzt diese kleinen Drohnen, die heute zum Teil auch im Privateinsatz sind, die brauchen noch mehr. Die brauchen zuerst mal eine sogenannte IMU. Das ist ein Winkel- und Beschleunigungssensor. Und dieser Sensor ersetzt eigentlich so die Kreiselkompass, das man aus der Vergangenheit kennt. Und das braucht es, dass diese Systeme überhaupt stabil in der Luft fliegen können. Gleichzeitig braucht es aber auch die ganze Elektronik, inklusive speziell die Motoren, die sehr schnell drehen können, weil die sind klein, also müssen die Propeller sehr schnell drehen. Motorenentwicklung hat da sehr viel beigetragen und die ganze Elektronik. Und so war es dann plötzlich möglich, ganz kleine Systeme so zu bauen, dass sie wirklich auch selbst stabil in der Luft sind und dann zusätzlich natürlich mit Sensoren zu bestücken. Das sind vor allem Kameras zum Beispiel, um dann auch die Umgebung wahrzunehmen. Und haben Sie hierzu auch gerade einige Beispiele einer kleinen Drohne oder so? Die ersten Drohnen waren so diese Multicopter-Drohnen, das sind typischerweise minimal 4 Propeller und die sind sehr dynamisch, da braucht es also eben schnelle Regelung, schnelle Messung, aber auch gleichzeitig die Regelungstechnik, die Software, dass man das stabilisieren kann. Diese Idee von diesem Konzept, die sind schon relativ alt. Aber die konnten erst umgesetzt werden, und zwar übrigens das erste Mal in der Schweiz, damals in meinem Labor an der EPFL in Lausanne, so kurz nach der Jahrtausendwende war das möglich, weil die Technologien verfügbar wären. Und die haben sich dann schnell weiterentwickelt und heute ist das einer der größten Märkte in der Robotik. Wir bezeichnen Drohnen eben auch als Robotersysteme, die sich enorm entwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Und wo sehen Sie die heutige Technologie? Heute ist die Technologie für viele Sachen schon relativ ausgereift. Es gibt sehr schöne kleine Drohnen, um Luftaufnahmen zu machen, die man kaufen kann, die erschwinglich sind, sogar für Privatgebrauch. Aber es hat noch sehr viel Potenzial. Zum einen sind diese Quadrator, Multicopter-Drohnen, die sind eigentlich Helikopter. Man weiß, dass sie nicht sehr effizient sind. Die können also nicht sehr lange und nicht sehr weit fliegen. Da hat es neue Konzepte gegeben. Da war auch die Schweiz relativ stark mit involviert, dass man einen Mix macht, dass es Flächenflugzeuge sind, die aber vertikal starten und landen können. Das ermöglicht dann viel länger zu fliegen. Und das Zweite, müssen die Systeme natürlich auch vielleicht noch mehr Verständnis von der Umgebung haben. Sie müssen mit Kameras auch vielleicht Hindernisse erkennen können, dass sie näher bei Objekten fliegen können. Unser Traum, und das wird schon in den Labors umgesetzt, ist, dass sogar noch weitergeht, dass diese Drohnen direkt in Kontakt mit der Umgebung gehen können, dass sie wirklich an Objekte ranfliegen können und dann in Kontakt eine Messung machen können, vielleicht ein Loch bohren können in der Höhe, da wo man nicht ganz einfach dazukommt. Und da braucht es wieder ganz neue Konzepte von Drohnen, die haben mehr Freiheitsgrade mit den Motoren, dass sie wirklich Kräfte erzeugen können und gleichzeitig Bewegung erzeugen können. Wir haben ja auch das Wort der Schwarmtechnologie oder Drohnenschwärme so als Buzzword, welches man immer wieder hört. Können Sie uns auch etwas dazu erzählen? Ich glaube, die Grundidee von den Schwärmen kommt eher aus der Natur. Man sieht Vögel, die in Schwärmen fliegen. Die machen das sehr oft, dass sie aerodynamischer sind, das heißt weniger Luftwiderstand, dass in dieser Situation, dass sie sich auch gegenseitig natürlich führen können und die Kräfte und die Energie, die sie brauchen, minimieren können. Das Gleiche gibt es bei Ameisen. Da kommt immer die Idee aus, ja gut, Ameisen sind ja sehr kleine Tiere, die sind nicht sehr intelligent, aber gemeinsam können sie sehr komplexe Sachen machen. Das stimmt nur bedingt. Diese Tiere sind typischerweise trotzdem relativ intelligent in dem Sinn, dass sie miteinander kommunizieren können. Sie haben zum Teil ausgeklügelte Sensoren, dass sie Messungen machen können, dass sie andere im Schwarm sehen können. Das ist mit Drohnen immer noch sehr schwierig.
Die Drohnen können zwar einigermaßen einfach kommunizieren untereinander, aber sie können nicht so einfach sich gegenseitig sehen. Und wenn man Schwärme koordinieren will im freien Luftraum, dann ist das nötig. Man kann es natürlich da, wo GPS gut verfügbar ist, direkt mit GPS machen, aber das ist dann trotzdem wieder eine zentrale Regelung und das hat dann viele Einschränkungen. Wo sich das umgesetzt hat technologisch ist in diesen Flugshows und da wird aber alles zentral gesteuert. Diese Drohnen sehen einander nicht, aber die wissen genau, wo sie in welchem Zeitpunkt sein müssen. Und dann kann man dann sehr schöne Luftbilder machen, eigentlich mit Drohnen, die LEDs drauf haben. Jetzt bei der Umsetzung für Anwendungen macht es vielleicht zum Teil Sinn, dass man größere Flächen schnell abdecken kann, aber da ist dann immer noch eigentlich im Zentrum die Fähigkeit der individuellen Drohne. Also die Drohne bekommt dann einen Bereich zugeordnet und da muss sie vielleicht Aufnahmen machen, um in einer Such- und Rettungsaktion Menschen zu finden. Und wenn man natürlich mehrere Drohnen hat, dann kann man die Felder schneller abdecken. Aber die müssen eigentlich nicht sehr groß koordiniert sein, die müssen einfach nicht am gleichen Ort fliegen, sondern ihre Bereiche zugeordnet bekommen und dann vielleicht gegenseitig kommunizieren, dass sie jetzt etwas gefunden haben. Dann denken Sie, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis man eine passende Schwarmtechnologie hat oder eine, welche effizient ist? Ja, ich glaube, es braucht noch einiges in dieser Entwicklung, speziell eben, dass die Drohnen sich gegenseitig mit Onboard, das heißt mit Kameras oder anderen Sensoren, gegenseitig sehen können. Das Zweite ist natürlich auch die Frage, wo macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt sehr viel Sinn? Wenn man größere Flugdistanz zurücklegen will, könnte man natürlich ähnlich wie die Vögel auch ein wenig nutzen, dass man hintereinander fliegt. Aber da ist so eigentlich der Nutzen relativ klein. Wo Schwärme, aber vielleicht Schwärme von wenigen Drohnen interessant sein könnte, Drohnen werden immer beschränkt sein in dem Nutzlast, die sie tragen können. Und wenn man jetzt größere Lasten tragen möchte, wäre es natürlich sinnvoll, vielleicht mehrere Drohnen gleichzeitig zu nehmen. Ich meine, heute sind, auch wenn man mit Helikoptern etwas transportiert, mit Menschen geflogenen Helikoptern, hat man normalerweise nur eine Nutzlast, ein Helikopter. Und da ist man beschränkt. Und da gibt es relativ große Helikopter, die haben auch Einschränkungen. Da könnte man sich vorstellen in Zukunft, dass man vielleicht 3 Helikopter zusammen eine viel größere Last tragen könnten. Und das ist natürlich auch eine Art, ein Schwarm, der dann lokal koordiniert werden muss, damit die wirklich gemeinsam eine Nutzlast tragen können. Ja, hört sich interessant an. Also werden wir mal schauen, was es in der Zukunft geben wird. Und dann noch zum Abschluss dieser Teilfolge. Wie beurteilen Sie den heutigen Technologiestandort Schweiz? Ich meine, wir haben ja beispielsweise diverse Hochschulen, wir haben das STRZ, eben wie gesagt die Hochschule, die ETH, die EPL, die HSG und so weiter. Wie beurteilen Sie diesen? Ich glaube, die Schweiz hat in diesem Feld sehr viel beigetragen zu den Entwicklungen der letzten Jahre. Das wird zum Teil natürlich dann in anderen Orten umgesetzt, aber ich glaube, bei den maßgebenden Entwicklungen für Multicopter-Drohnen, aber auch weitere Drohnen, waren wir sehr früh dabei. Das ist ab und zu vielleicht ein wenig ein Zufall. Wir hatten die Möglichkeit, einen Multicopter oder einen Quadrator zum ersten Mal weltweit zum Fliegen zu bringen. So 2003 war das. Und das hat dann wirklich eine Revolution ausgelöst. Die Schweiz ist aber auch da trotzdem sehr gut aufgestellt in der Umsetzung. Wir haben zwischenzeit wahrscheinlich so Größenordnung 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen in diesem Bereich mit Start-up-Firmen, auch Firmen, die größer sind, die zusammengearbeitet haben mit der ETH, mit der EPFL und mit anderen Hochschulen. Und ich glaube, da gibt es noch viele Chancen. Wir sind in der Schweiz vor allem fokussiert auf B2B, das heißt Business to Business. Das heißt, wir entwickeln eigentlich Werkzeuge für das Geschäftsleben, für Geometer, die zum Beispiel das Land aufmessen möchten, für irgendwelche Farmen, Großfarmer, die regelmäßig eigentlich sehen möchten, wie es in ihrem Feld aussieht. Und da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt mit unseren Startups. Haben Sie da auch gerade 1 oder 2 Beispiele von Firmen? Ja, vielleicht ein Beispiel ist die Firma Wingtra, die hat eine Drohne entwickelt, die ein Nurflügler ist.
Die kann aber trotzdem vertikal starten. Die startet also wie ein Helikopter und geht dann in den Flächenflug über. Und so kann das Fluggerät viel schneller fliegen und und länger fliegen und größere Felder überwachen. Und das hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Die verkaufen weltweit relativ viele von diesen Drohnen, sind inzwischen seit 150 Mitarbeitende in Zürich und haben da wirklich eine marktführende Rolle. Wir haben auch in der Schweiz, weil wir früh dabei waren, auch viel gemacht im Bereich so die ganzen Basiselemente in Software und Hardware für kleine Drohnen. Die wurden zuerst Open Source entwickelt, das hat die ganze Community aufgenommen und da gibt es jetzt die Firma Auterion, die genau auf dieser Basis das weiterentwickelt, zum einen auch mit Open Source Anteilen und gleichzeitig das dann weiter nutzbar macht für professionelle Anwendungen in ganz verschiedenen Bereichen, für Transportaufgaben, für Suchaufgaben und so weiter. Ja, hört sich sehr spannend an. Also werden wir schauen, was die Zukunft noch für weitere Start-up-Firmen bringen wird. Also. Genau. Dann danke ich Ihnen für den ersten Teil, für den Input. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es um Chancen und Gefahren bei den Drohnen und den Drohnenabwehr geht.